Der Spider MSCI World Small Cap ETF ist einer der Klassiker unter den Small Cap ETFs. Warum er so beliebt ist und wie er im Vergleich zu breit gestreuten World ETFs abschneidet, sowie im Vergleich zu den direkten Konkurrenten erfahrt ihr jetzt. Der Spider MSCI World Small Cap ETF basiert auf dem MSCI World Small Cap Index. Im ETF enthalten sind 3605 Aktien, im Index sogar 4550 Positionen. Damit sehen wir, dass dieser ETF definitiv eine enorme Breite an Aktien aufweist, was zunächst auf viel Diversifikation schließen lässt. Das erhöhte Risiko, was Small Cap Aktien mit sich bringen, also Aktien mit kleinerer Marktkapitalisierung, lässt sich dadurch ein wenig reduzieren. Allerdings, die reine Anzahl der Aktien in einem ETF sagt für sich alleine noch nichts über die grundsätzliche Diversifikation aus. Natürlich werden Pleiten einzelner Aktien erheblich abgefedert und fallen nicht so sehr ins Gewicht, dennoch decken diese ca. 4000 Aktien aus Industrieländern weniger als 15% der Aktienwelt von ihrer Marktkapitalisierung her ab. Das heißt, es sind zwar viele Aktien enthalten, sie sind aber einzeln kaum etwas wert bzw. besitzen eine geringe Bewertung an der Börse. Denn der Small Cap Index hinter dem ETF misst die Wertentwicklung kleinerer Unternehmen aus den weltweiten Industrieländern. Emerging Markets oder Schwellenländer sind dabei ausgeschlossen. Das heißt, Länder wie China, Griechenland, Indien oder Brasilien sind nicht dabei. Die Wertpapiere sind dabei im Index nach Marktkapitalisierung gewichtet. Der Small Cap Factor wird häufig bei Factor Investments genutzt. Die Theorie besagt, dass kleine Aktiengesellschaften, also Nebenwerte zu Deutsch, statistisch höhere Renditen haben als große Aktien. Mehr zur wissenschaftlichen Sicht auf den Small Size Factor folgt im Kapitel der Prognose. Machen wir erstmal weiter mit den Rahmenparametern des ETFs. Die Aktien stammen in diesem ETF aktuell praktisch überwiegend aus den USA, knapp 60% der Aktien kommen daher, gefolgt von Japan mit 11%, dem Vereinigten Königreich bzw. England, Kanada und Australien. Die Branchenverteilung ist aktuell ausgeglichen und relativ breit, mit ca. 18% gibt der Industriesektor hier nämlich den Ton an. Ca. 13% der Aktien kommen aus dem Finanzsektor und ca. 12,5% stammen aus dem Bereich der zyklischen Konsumgüter. Auffällig ist, dass der Trendbereich Technologie aktuell nur mit ca. 12% gewichtet ist. Natürlich schwankt die Branchenverteilung dieses ETFs immer mit den Bewertungen der dahinterliegenden Aktien mit. Der ETF besitzt ja keinen speziellen Branchenfokus an sich. Insofern wird man hier immer wieder eine breite Streuung finden und die wird sich auch laufend verändern. Wenn wir auf die Marktkapitalisierung im ETF blicken, dann sehen wir das, was wir auch erwarten. Keine Aktien mit sehr großer Marktkapitalisierung, nur 0,55% der Aktien besitzen sogar eine große Marktkapitalisierung. Die meisten Aktien sind Mid- und Small-Cap-Aktien mit knapp 43 und 47% Anteil. Die restlichen knapp 10% stammen von Micro-Cap-Aktien, also noch kleineren Aktienwerten. Der ETF trifft damit natürlich genau die größeren Aktien im Kern, die er auch von seinem Namen her abbilden möchte. Die Top 10 Aktien machen im Small-Cap-ETF von Spider ca. 1,78% des Gesamtgewichtes des ETFs aus. Damit fallen sie kaum ins Gewicht. Übergreifende Marktentwicklungen sind für den ETF wesentlich wichtiger als die Performance von einzelnen Aktien, was grundsätzlich positiv ist in Sachen Abhängigkeiten, da man von keinem Titel direkt abhängig ist in der Performance. Kleinere Aktien bzw. Aktien mit geringer Marktkapitalisierung leiden aber generell auch eher unter Zinserhöhungen, da die Refinanzierung häufig ein wichtiger Faktor in ihren Entwicklungsmöglichkeiten darstellt. Insofern mag die Abhängigkeit von einzelnen Aktien im ETF gering sein, dafür sind Small-Cap-Aktien an und für sich aber schon volatiler und risikoreicher als gestandene Value-Aktien, die von Zinserhöhungen in der Regel nicht so stark belastet werden, wenn sie zum Beispiel einen starken Cashflow haben. Schauen wir einmal auf die 10 größten Aktien im ETF. Sehr dominant treten hier Aktien aus dem Bereich der Baumaterialien auf. Carlisle ist zum Beispiel ein Mischkonzern, der Baustoffe, Kabel und Steckerverbindungen vertreibt und ist ein Beispiel dafür. Neben einzelnen Finanzunternehmen wie zum Beispiel der First Horizon Corp, einem Bestattungsanbieter namens Service Corporation, finden sich hier mit Builders
First Source, Reliance, Dell and Aluminium und Hubbell weitere Unternehmen, die im weitesten Sinne mit Baustoffen bzw. Baumaterialien zu tun haben. Diese Unternehmen stehen natürlich aktuell auch im Blickpunkt, was Ressourcen angeht. Ansonsten sind die Top 10 relativ breit verteilt, wobei auffällig ist, dass keine Technologiewerte aktuell enthalten sind. Was dafür spricht, dass andere Branchen aktuell eben stärker gefragt sind. Das Bild der Top 10 Aktien wird sich allerdings anhand von Sektorrotationen und aufgrund der geringen Anteile der einzelnen Unternehmen sehr regelmäßig verschieben. Wir vergleichen jetzt den SPDR MSCI World Small Cap ETF mit dem normalen MSCI World ETF, mit dem iShares MSCI World Small Cap ETF, mit dem iShares S&P Small Cap 600 ETF und dem SPDR Russell 2000 US Small Cap ETF. Die beiden zuletzt genannten ETFs besitzen einen starken US-Fokus, mehr dazu später im Kapitel der Performance. Im Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt der SPDR MSCI World Small Cap ETF aktuell vorne. Die Aktien sind hier also aktuell am geringsten bewertet, sogar deutlich niedriger als die im iShares MSCI World Small Cap ETF, was interessant ist, da beide ETFs ja letztendlich auf den gleichen Index referenzieren. Auch das niedrigste Kurs-Buchwert-Verhältnis findet man beim SPDR MSCI World Small Cap ETF. Bei der Dividendenrendite liegt dieser ebenfalls vorne, dahinter kommt zunächst der Xtrackers MSCI World ETF ohne Small Cap Fokus. Im Kurs-Cashflow-Verhältnis besitzt der SPDR MSCI World Small Cap ETF ebenfalls den niedrigsten Wert aktuell. Der MSCI World ist aus dieser Sicht am teuersten bewertet. Im Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt dieses Mal der iShares S&P Small Cap 600 ETF vorne mit 0,8. Der SPDR ETF liegt hier allerdings wieder auf dem zweiten Platz. Insgesamt lässt sich also sagen, dass der SPDR MSCI World Small Cap ETF von diesen Kennzahlen her insgesamt aktuell am günstigsten bewertet sein könnte. Bei den Wert- und Wachstumsraten sieht das Bild jedoch anders aus. Im Buchwertwachstum liegt der normale MSCI World ETF ohne Small Cap Fokus deutlich vorne mit 6,85%. Den zweitbesten Wert erzielt allerdings auch hier der SPDR MSCI World Small Cap ETF. Von den Small Cap ETFs her schneidet er also auch hier am besten ab. Auch im Cashflow-Wachstum liegt der normale MSCI World ETF mit 12,65% glasklar vorne. Dahinter mit deutlichem Abstand liegt erneut der SPDR Small Cap ETF mit 2,69%, also knapp 10% weniger. Im historischen Gewinnwachstum liegt dann der SPDR MSCI World Small Cap ETF erneut vorne mit über 27,7% Wachstum, knapp vor dem iShares MSCI World Small Cap ETF. Die beiden Small Cap ETFs mit US-Fokus performten hier sogar schlechter als der MSCI World ETF. Das langfristig geschätzte Gewinnwachstum soll laut Xtra ETF jedoch beim SPDR Russell 2000 Small Cap ETF am besten sein. Die beiden US Small Cap ETFs liegen hier vorne. Das Schlusslicht bildet der normale MSCI World ETF, wenn es um das zukünftige Gewinnwachstum geht. Was auch wieder die These, Small-Cap-Aktien sollen in Zukunft stärker wachsen, unterstützen würde. Im Umsatzwachstum hat wiederum der normale MSCI World ETF die Nase vorne vor den beiden US-Small-Cap-ETFs. Zusammengefasst kann man sagen, dass der SPDR Small-Cap ETF aktuell niedrig bewertet sein soll im Vergleich dieser ETFs. Gleichzeitig bietet er bei den Wachstumszahlen hinter dem normalen MSCI World ETF eine ordentliche Performance und gewinnt daher in 5 von 10 Kategorien. Der normale MSCI World ETF kommt auf Spitzenpositionen in 3 von 10 Kategorien. In der Bewertung erhält der ETF für sein Portfolio 4,5 von 5 Sterne, wenn man bewusst in das Thema Small Size Factor investieren möchte. Der ETF an sich bildet maximal 15% der weltweit in den Industrienationen verfügbaren Aktien ab, nämlich die Small Cap Aktien. Dabei ist er zwar breit über Branchen diversifiziert, von der Marktkapitalisierung sind die Aktien allerdings so klein, dass hier auch erhebliche Kursschwankungen und Volatilität ein Risiko darstellen. Im direkten Vergleich zu den anderen Small Cap ETFs weist er kurzfristig gute Bewertungskriterien und Wachstumszahlen auf, wenngleich er den etwas defensiveren MSCI World ETF auch nicht stark übertreffen kann. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien. Der Kanal versorgt euch mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes zwischendurch auch immer wieder für gute Laune. Mit einem Fondsvolumen von 720 Millionen Euro liegt der SPDR MSCI World Small Cap ETF über der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert seit November 2013, also fast 9 Jahre, was eine eher längere Bestandsdauer im Verhältnis dieser Videoreihe ist. Eine Auflösung dieses ETFs ist daher relativ unwahrscheinlich. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,45% liegt dieser ETF im Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, der bei ca. 0,4 bis 0,5 liegt, im Mittelfeld.
Damit ist der ETF allerdings teurer als zum Beispiel breit gestreute Welt- und All-World-ETFs, die teilweise bei unter 0,2% Gesamtkostenquote liegen. Dieser ETF von Spider ist thesaurierend, demnach werden Erträge wie Dividenden und Zinsen nicht an den Anleger ausgeschüttet, sondern sie wandern zurück in den Kurs des ETFs und steigern diesen. Dieser ETF verfolgt die Strategie einer optimierten physischen Replikation, das heißt nicht der gesamte Bestand des Index wird im ETF 1:1 nachgebildet. Wie eingangs erwähnt, sind von den über 4.500 Aktien im Index nur in etwa 3.600 auch im ETF vertreten. Dabei weicht in der Regel der ETF-Kurs vom Kurs des Index ab, weil die Nachbildung des Index eben im Fonds nicht hundertprozentig genau und zeitgleich und in diesem Fall auch eben nicht vollständig geschieht. Die durchschnittliche jährliche Abweichung von der Indexentwicklung, die sogenannte Tracking-Differenz, liegt bei 0,19% pro Jahr. Damit war der ETF für den Anleger trotzdem günstiger, als es die Gesamtkostenquote von 0,45% suggeriert. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, insgesamt ergibt das ebenfalls ein positives Bild. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Produktkriterien 4 von 5 Sterne. Eine Auflösung ist wirklich unwahrscheinlich, die Gesamtkostenquote ist zwar nicht optimal, aber dafür ist die Tracking-Differenz gut. Dass nicht alle 4.600 Aktien im ETF enthalten sind, ist zu verschmerzen. Wir vergleichen heute den Spider MSCI World Small Cap ETF mit einem normalen MSCI World ETF, der also breit gestreut in Aktien aus den Industrienationen nach Marktkapitalisierung gewichtet investiert, ohne Small Cap Fokus. Außerdem ist der iShares S&P Small Cap 600 ETF mit dabei, der ausschließlich auf Small Cap Aktien aus dem S&P sitzt, also lediglich 600 Small Cap Aktien aus den USA beinhaltet, hier also eine Länderwette mit integriert. Des Weiteren ist der Spider Russell 2000 US Small Cap ETF mit im Vergleich dabei. Auch hier herrscht ein starker US-Fokus vor. Diese ETFs sind deshalb noch mit in der Auswahl, weil sie bei den Small-Cap-ETFs weltweit das größte Fondsvolumen besitzen. Klar, eine Wette auf die USA ist immer noch risikoreicher, als wenn man in die Small-Cap-ETFs weltweit investiert. Als letzten Vergleich haben wir den beliebten Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF mit dabei, der sich auf die Small Cap Aktien aus Europa fokussiert. Ich habe jetzt bewusst im Vergleich zum Kapitel 1 nicht mehr den iShares MSCI World Small Cap ETF mit dabei, da er auf den gleichen Index abzielt und die Performance-Abweichungen daher minimal sein sollten. Im Vergleich seit Juli 2014 sehen wir, dass der iShares S&P Small Cap 600 ETF über diese Jahre am besten performt hat und den Vergleich die meiste Zeit über anführt. Der andere Small Cap ETF mit US-Fokus, der Spider Russell 2000 US Small Cap ETF, folgt dahinter. Der normale MSCI World ETF startete zwar deutlich schwächer als die meisten Small Cap ETFs, konnte aber zuletzt stark aufholen und gut performen. Dahinter folgt der MSCI World Small Cap ETF, während der EU Small Cap ETF überwiegend das Schlusslicht bildete. Konkret heißt das, der iShares S&P Small Cap 600 ETF führt die Performance mit 164% an in diesem Zeitraum. Dahinter folgt der Spider Russell 2000 US Small Cap ETF mit 141%, knapp vor dem Xtrackers MSCI World ETF, der auf 138% Performance kommt. Der Spider MSCI World Small Cap ETF liegt relativ weit dahinter mit 116,26%, deutlich aber noch vor dem Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF, der nur auf 70% Performance kommt. Wenn wir uns nur die letzten 3 Jahre anschauen, sehen wir ein ähnliches Bild mit einem Unterschied. Zwar erzielte der iShares S&P Small Cap 600 ETF mit 50% die beste Performance, dahinter folgt jedoch direkt der normale Xtrackers MSCI World ETF mit 45,5% vor dem Russell 2000 US Small Cap ETF, der auf 43% kommt. Dahinter liegt erneut der Spider MSCI World Small Cap ETF und das Schlusslicht bildet auch hier erneut der Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF. Wenn wir uns den langfristigen Vergleich zwischen dem MSCI World Small Cap Index und dem MSCI World Index seit dem Jahr 2000 ansehen, dann sehen wir, dass der MSCI World Small Cap Index über die gesamte Zeit gesehen deutlich besser performt hat. Allerdings vor allem die Corona-Krise 2020 hat dem Small Cap Index weitaus mehr geschadet als dem MSCI World Index. Auch die letzten Monate der aktuellen Rezession, wenn man so möchte, haben dem MSCI World Small Cap Index deutlich mehr zugesetzt als dem MSCI World. Der Small Cap Index ist also durchaus risikoreicher bzw. in Krisen negativ volatiler, allerdings erhält man dadurch natürlich auch in guten Zeiten langfristig einen Performance-Vorteil. Auch wenn der Small Cap ETF an sich gegenüber den deutlich risikoreicheren US Small Cap Versionen schlechter performte und auf die letzten 9 Jahre gesehen auch schlechter als ein MSCI World Standard ohne Small Cap Fokus lief, erhält der Small Cap ETF in der langfristigen Performance von mir 3,5 von 5 Sterne, da langfristig der MSCI World Index deutlich geschlagen werden konnte. Lohnt sich denn der Small Size Ansatz in der Zukunft?
Zunächst noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein Kanal besitzt eine Werbepartnerschaft mit Xtra ETF. Werbung für Broker, einzelne Aktien oder Fondsanbieter kommt für mich bekanntlich nicht in Frage. Ich nutze aber Xtra ETF bei jeder ETF-Analyse und vor allem auch, um die Performance meines eigenen Portfolios zu tracken und zu analysieren. Xtra ETF bietet dazu eine tolle Schnittstelle, mit dem ihr euer Depot sehr simpel mit Xtra ETF verbinden könnt und so viele spannende Informationen wie zum Beispiel die Verteilung eures Portfolios nach Regionen, nach Marktkapitalisierung, KGV und ähnliches einfach ablesen könnt. Seit neuestem ist auch eine Schnittstelle für die Anbindung eures Trade Republic Portfolios mit dabei. Comdirect zum Beispiel geht sowieso schon seit langem. Es gibt bei Xtra ETF kostenlose Varianten und auch Varianten, die noch mehr Details bieten und einen monatlichen Beitrag kosten. Ich selbst nutze die Standardversion für 70 € pro Jahr. Einen Link zur Xtra ETF findet ihr in der Videobeschreibung. Der Small Size Factor beschreibt nochmal in Kürze, dass kleine Aktien mit geringer Marktkapitalisierung stärker wachsen werden als Aktien mit größerer Marktkapitalisierung. Daher gewichtet man die Small Cap Aktien in seinem Portfolio etwas über, um von diesem Renditevorteil zu profitieren. Demnach sollte der Anteil der Small Cap Aktien im eigenen Portfolio mehr als 14% ausmachen, da man ansonsten lediglich die tatsächlichen Verhältnisse, also die Anteile, die die Small Cap Aktien am Weltmarkt ausmachen, abbilden würde und demnach würde man bei weniger als 14% Anteil in seinem Portfolio den Small Size Faktor sogar gar nicht übergewichten, sondern untergewichten, also sogar indirekt gegen ihn wetten. Mit anderen Worten, nur wer mehr als 14% Small Caps in seinem Portfolio hat, kann von einem faktorbasierten Investment sprechen, denn 14% entspricht der marktneutralen Gewichtung. Es gibt immer mal wieder Zeiträume, in denen einzelne Faktorprämien, wie ich sie übrigens hier in diesem Video erklärt habe, schlechter performen als der Marktdurchschnitt. Das führt dazu, dass viele Anleger häufig dazu tendieren, schlecht laufende Faktor-ETFs auszusortieren. Der Value-Faktor genoss beispielsweise vor der aktuellen Rezession einen schlechten Ruf und auch in den Kommentarspalten unter meinen Videos fanden sich häufig Anleger, die sagten, also den Value-Faktor habe ich bewusst nicht aufgenommen bzw. aussortiert, weil er in den letzten 5 bis 10 Jahren schlecht lief. Gemäß der Regression zum Mittelwert führen unterdurchschnittliche Renditen in der Vergangenheit zu tendenziell höheren Renditen in der Zukunft. Das heißt also, niedrige Bewertungsniveaus, wie wir sie zum Beispiel in Kapitel 1 bei den Small Cap ETFs tatsächlich gesehen haben, im Vergleich zum MSCI World, erhöhen die Renditewartungen einer Faktorprämie in die Zukunft gerichtet. Die Small Cap Aktien liefen in der kurzfristigen Vergangenheit, wie wir auch im Kapitel der Performance eben gesehen haben, nicht sonderlich stark. In den letzten 3 Jahren konnte der MSCI World ohne Small Cap Fokus hier die Performance nämlich stark aufholen. Hier sieht man aber die minimale, maximale und durchschnittliche Performance der Faktoren Value, Small Size und Equity nach jeweils 10 Jahren mit negativen Faktorprämien. Das heißt, hier sehen wir also die Performance nach den 10 Jahren, in denen der Faktor keine Überrendite zu Benchmark, also einem marktneutralen Investment, erwirtschaftet hat. Ja, gerade beim Size-Faktor gab es auch hier danach noch Zeiträume, in denen sich der Faktor gegenüber der marktneutralen Benchmark nicht rentiert hat. Der Value- und der Equity-Faktor schnitten im Durchschnitt nach negativen Zeiträumen anschließend mit mehr als 8% Überrendite im Durchschnitt deutlich besser ab als der Small-Size-Faktor, der im Durchschnitt nach schlechten Jahren nur auf 4,6% Überrendite kommt. Tatsächlich spricht diese Darstellung ja sogar für den zuvor relativ unbeliebten Faktor Value. In dieser Darstellung sehen wir die Zeiträume verschiedener Faktorprämien und die Angabe darüber, welche Überrendite sie zu einer marktneutralen Benchmark, also einem Investment rein nach Marktkapitalisierung, erwirtschaftet haben. Abgesehen von der Phase 1989 bis 1998 schaffte es der Small-Size-Faktor immer, in den hier abgebildeten Zeiträumen eine Überrendite zu erzielen. Zwischen 2009 und 2018 lag die Überrendite von Small-Size-Aktien beispielsweise bei 3%. Zwischen 1975 und 1988 beispielsweise bei 7,7%. Längere Phasen, in denen ein Faktor also nicht überperformt, gibt es immer wieder und gerade deshalb ist ein langfristiger Anlagehorizont wichtig. Ich vergebe hier in der Prognose 5 von 5 Sternen. Natürlich gibt es keine Garantie, dass der Small-Size-Faktor in den nächsten Jahren überperformen wird. Der Faktor ist allerdings auch nicht widerlegt worden und es gibt aktuell keine mehr ersichtlichen Anzeichen dafür, dass der Small-Size-Faktor sich langfristig nicht rentieren sollte. Natürlich wird man auch hier mit hoher Wahrscheinlichkeit keine 10-fache Rendite im Verhältnis zum marktneutralen Investment erreichen können. Allerdings zeigen die Daten, dass der Faktor Small-Size in regelmäßigen Abständen konstant eine leichte Überrendite erzielt hat. Wichtig ist aber hier, dass der Faktor vernünftig und maßgeschneidert in das persönliche Portfolio integriert wird und nicht bei jeder Sektorrotation oder nach schlecht laufenden Jahren eben jedes Mal aus dem Portfolio geschmissen wird und nach guten Jahren erst wieder aufgenommen wird. Es sei aber erwähnt, dass ich mit langfristigen Investments wirklich 20 Jahre und eher noch deutlich mehr meine, denn da eine gegebene Faktorprämie nicht in jedem Jahr und nicht über jeden 3, 5, 10 oder 20 Jahreszeitraum positiv sein muss,
bietet es sich an, möglichst langfristig investiert zu sein. Laut Gerd Kommer muss das auch so sein. Ich habe euch die Artikel in der Videobeschreibung verlinkt, denn wenn die Faktorprämien permanent Überrendite erzielen würden, dann wäre diese Überrendite ja risikofrei und dann wäre sie schon längst wegarbitriert worden. Mehr zum Thema Factor Investing habe ich übrigens auch noch in der Videobeschreibung verlinkt. Für das Portfolio gebe ich 4,5 von 5 Sterne mit der Einschätzung, dass man sich bewusst sein sollte, worauf ein Factor ETF mit Small Size Fokus genau abzielt. Für die Produktkriterien gab es 4 von 5 Sterne, die Gesamtkostenquote ist nicht niedrig, aber die Tracking-Differenz gut. Für die Performance habe ich 3,5 von 5 Sterne vergeben, da der ETF in der Vergangenheit langfristig besser als der MSCI World in der Theorie performte, aber nicht deutlich besser kurzfristig als vergleichbare Small Size ETFs. Vor allem die mit US-Fokus konnten mit erhöhtem Risiko sogar noch besser abschneiden in den letzten 9 Jahren. In der Prognose gab es dann 5 von 5 Sterne, vor allem aufgrund der langfristigen Perspektive des Small-Size-Faktors an sich. Insgesamt erhalten wir hier also einen Durchschnitt von 4,25 Sternen, den ich auf 4,5 Sterne aufrunde. Meine persönliche Meinung, ihr wisst es, ich bin ein großer Fan von Factor-ETFs. Habe ich jetzt oft genug erzählt. Daher habe ich zwar jetzt nicht den Spider MSCI World Small Cap ETF in meinem Sparplan, sondern den iShares MSCI World Small Cap ETF. Die Unterschiede sind, wie sich herausgestellt hat, jetzt marginal. Für mich persönlich ist der Small Size Factor ein wichtiger Baustein in meinem Factor ETF Portfolio, weshalb ich ihn auch in etwa mit 20% in meinem Sparplan gewichtet habe. Wenn ich diesen Spider ETF besparen müsste oder eben auch einen anderen Small Cap ETF, würde ich ihn als Faktor ETF mit in mein Portfolio aufnehmen. Dazu würde ich jeden anderen Faktor gleichgewichten, das heißt verschiedene Faktor ETFs mit je 20%. Bei mir zählen dazu der Momentum Faktor, der Quality Faktor, der Political Risk Faktor in Form von Emerging Markets ETFs und der Value Faktor neben dem eben angesprochenen Small Size Factor ETF. Dazu empfehle ich auch nochmal das Video zum Thema Factor Investing, in dem ich ja alle Faktor ETFs erklärt habe. Würde man diese Faktor Strategie, die ich hier gerade erwähnt habe, mit diesen 5 ETFs bereits seit dem Jahr 2000 verfolgen, so hätte man deutlich mehr Rendite erzielt im Vergleich zum simplen Investment in den MSCI World, wie man anhand dieser Grafik unschwer erkennen kann. Zwar ist auch hier die Volatilität in Krisenzeiten etwas größer, dennoch hätte man in beiden Varianten im Jahr 2000 oder zum Ende des Jahres 2000 jeweils 10.000 Euro einmal investiert, so stünde man heute beim Factor-Portfolio bei über 53.000 Euro an Wert, während der reine MSCI World ETF, wenn man nur den bespart hätte, einmal mit 10.000 Euro zu Beginn, heute bei in etwa 33.000 Euro stünde. 20.000 Euro Unterschied in knapp 21 bis 22 Jahren ist schon ordentlich. Wie seht ihr den Spider MSCI World Small Cap ETF? Bespart ihr ihn und mit welchen anderen ETFs bespart ihr ihn zusammen? Oder bespart ihr den iShares MSCI World Small Cap ETF stattdessen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in den nächsten Wochen wieder mit der nächsten Aktienanalyse. Bis dahin, macht's gut.